Heute will ich noch mal ein bisschen den Herbst hier auf die Leinwand holen. Also vor allen Dingen die Farben finde ich so schön und ja, man findet im Moment ja auch so viel. Und das ist einfach inspirierend, finde ich. Aber auch so die Blätter an sich. Ich möchte nämlich mit denen heute arbeiten. Mal gucken, wie das so hinhaut. Ich habe hier eine andere Masse. Diesmal, die sollte nicht reißen, denn Risse will ich heute gar nicht haben. Mal gucken, ob es hinhaut. Ja, ich habe eine Idee und jetzt nehme ich erstmal meinen Kuchenheber, verstreiche das ein bisschen und glatter kriege ich es aber mit dem großen Palettenmesser. Und ich will es nämlich richtig glatt haben. Also ich will eine glatte Fläche und ja, mal gucken. Ja, das sieht doch super aus hier. Spiegelglatt. Genauso wollte ich es haben. Hat gut funktioniert. Das erste schon mal gut funktioniert, ist ja auch nicht immer so der Fall. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich möchte gerne diese schönen Adern hier auf die Leinwand haben. Also so als Muster, finde ich ganz gut. Und mit dem kleinen Palettenmesser kriege ich es jetzt ein bisschen doller noch angedrückt. Muss ein bisschen gucken an den Kanten, dass ich da nicht mit dem Palettenmesser jetzt rauf drücke, aber ja, doch, super. Okay, das hat schon mal ganz gut hingehauen. Also ich habe jetzt so einen richtigen Abdruck hier von dem Blatt und ja, selbst der Stiel jetzt war gar nicht geplant, aber ich finde den auch ganz schön. Ich versuche das hier nochmal. Das klappt doch perfekt hier. Geht richtig gut. Wer hätte das gedacht, ne? Oder? Ich meine, ist doch so, wenn man sich was vornimmt, heißt es ja nicht, dass das dann auch so funktioniert. Aber ich denke, toll, das sieht richtig gut aus. Also dieses Glatte und dann noch die Struktur und jetzt soll es halt nicht reißen, sondern auch so glatt bleiben. Ist doch stark. Ja. Hat doch was. Doch. Oder? Ja, kann man auch so lassen, finde ich. Also ist fertig. Fertig. Fertig für heute. Ich habe das jetzt trocknen lassen. Also auch geföhnt. Und habe mir jetzt überlegt, ich mache das jetzt hier mal ein bisschen orange. Geht der Deckel wieder nicht ab, aber... Und will das hier jetzt betonen, also dieses Blattwerk betonen. Eigentlich wollte ich es abstrakt machen, aber jetzt habe ich hier die ganze Zeit, sehe ich das als Baumlandschaft. Das irritiert mich voll, weil es war nicht so geplant. Ich habe es schon immer gedreht zwischendurch, aber ja, mal gucken, wenn ich es jetzt ein bisschen verlaufen lasse, betone ich es natürlich noch mehr. Das Orange läuft jetzt natürlich toll hier in die Linien rein. Genau, das wollte ich ursprünglich überhaupt haben. Aber jetzt habe ich halt diesen Baum für mich hier entdeckt oder die Bäume und sehe immer so eine Landschaft. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht genau, wohin mich das hier führen wird. Na, hier sind so Baumkronen und ja, Leinwandkippen, ein bisschen Farbe laufen lassen. Aber jetzt habe ich hier zu viel Farbe. Ich versuche die mal aufzufangen, weil das natürlich nicht geht, aber so ein bisschen vielleicht. Aber es ist eh nur so ein Tropfen und mit ein bisschen Wasser. Ja, jetzt, ich verstreiche das einfach nochmal etwas. Da sieht man schon, wie dünn der Farbton ist, also wie transparent, wie sich das gleich verändert hier. Ich wische das einfach noch mal kurz mit dem Tuch weg, dann ist der Tisch wieder sauber.
Sonst stört das doch ein bisschen. Ach, dann kann ich hier auch noch ein bisschen mit dem Tuch die Farbe verteilen. Jetzt habe ich eh so viel hier im Tuch. Mal gucken. Wische ich hier noch so ein bisschen rum. Holen wir uns die Sonne und den Sommer hier auf die Leinwand. Ist doch ein tolles Licht hier drin, eine tolle Landschaft irgendwie. Also gefällt mir voll gut. Ich zeige dir das hier gerade nochmal von nahem. So ein bisschen ist sie gerissen, aber eigentlich kaum die Masse, ne? Also ich male jetzt hier weiter und gucke jetzt mal, was ich jetzt mache. Ich weiß es noch gar nicht so genau. Ich habe jetzt halt diese Landschaft da. Davon komme ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so ab. Also werde ich da ein bisschen, ja, ein bisschen was überhaupt. Blau. Wow. Das ist ganz schön knallig. Das ist so, wow, ein Knaller. Ich wollte gar nicht so knallig werden. Blau schon. Also ich will jetzt hier tatsächlich sowas wie einen Himmel andeuten. Aber wir haben ja, ich wollte gerade sagen November, aber wir haben ja noch Oktober. Und so ein schöner grauer Himmel passt natürlich auch gut in so einem tollen Oktober. Ja doch, ich mag den Farbton sowieso gerne. Und ich bin halt so ein bisschen hin und her, weil ich gar nicht gegenständlich malen wollte. Es war nicht meine Absicht, aber wo einen die Malerei so hinführt, das ist es doch am Ende. Also male ich hier jetzt sowas wie einen Himmel. Brauchen wir auch noch ein paar Baumstämme. Auf jeden Fall. Doch, mal gucken, aber es läuft nicht von alleine. Dann helfen wir wieder nach mit ein wenig Wasser. Mehr ist es dann am Ende ja gar nicht. Also schauen wir einfach, wie das jetzt hier läuft oder auch nicht. Es läuft dann auch nicht. Die andere Farbe zieht halt auch schnell ein und jetzt muss man halt irgendwie ein bisschen nachhelfen. Pinsel ist auch immer ein gutes Werkzeug, kann man noch so ein bisschen ineinander ziehen und das Gelb färbt das natürlich noch etwas grün. Hier oben ist mir es doch zu grün geworden. Da gebe ich nochmal wieder Blau nach, weil ich den Farbton auch so schön finde. Ja, was jetzt? Da muss ja jetzt irgendwas noch hin. Jetzt mache ich da einfach einen Wolkenhimmel hin. Bisschen schwungvoll hier rüber laufen lassen. Da auch keine Hemmung haben, einfach wieder machen. Ein bisschen verwischen. Ich bin jetzt hier ein Stück Masse, glaube ich. Ich glaube, da hat sich was gelöst. Genau, und jetzt färbt sich natürlich noch das Blau ein bisschen wieder. Also da gucke ich mal, dass ich vielleicht doch mit einem Palettenmesser arbeite. Sonst kriege ich wieder zu viel Blau auf und ich will das einfach nur ein bisschen nach hinten schieben, das Blau.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, war ein tolles Malen, was so entsteht halt beim Malen. Und ich wollte eigentlich nur diesen Abdruck sehen. Ich wollte wissen, wie sieht er jetzt aus auf einer glatten Masse. Und ja, ein bisschen ist sie noch gerissen, aber ganz, ganz wenig. Also da oben habe ich dann auch noch mal ein bisschen Struktur reingebracht, damit es nicht ganz glatt ist. Und dann wollte ich immer nicht diesen Wald malen, aber ja, ich liebe einfach die Natur. Deswegen will sie natürlich immer auf die Leinwand, egal wie. Also findet immer ihren Weg, sage ich mal. Genau, vielen Dank für eure Bestellung. Ich freue mich total. Vielen Dank. Gucken wir nochmal hier raus. Wir haben es nämlich echt mild heute. Man kann tatsächlich auch draußen malen. Fühlt sich recht entspannt an, finde ich. Also, aber man sieht schon, ne? Der Himmel ist schon nicht mehr so blau und hier fällt überall das Laub. Das muss ich jetzt mal langsam hier klar Schiff machen. Aber so ein paar Blüten sind ja immer noch da. Aber der Baum verliert schon sehr seine Blätter. Das sieht man schon. Also habt einen schönen Sonntag. Ja, einfach machen und am Ende ist dann eine Landschaft. Was auch immer am Ende ist, ist gar nicht so wichtig. Ich finde immer wieder, das betone ich ja so gerne, mach einfach das Tun. Das davor ist noch viel wichtiger. Also wirklich in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen und das Tun, das Machen ist einfach das A und O in der Malerei. Und das ist eben auch das, was dich fördert. Und ja, ich lese das so oft in den Kommentaren und ich freue mich so, dass ihr das hier teilt. Das ist so wertvoll. Also das ist so schön, das lesen zu können. Ich bin so dankbar dafür, weil ihr auch so eine Gemeinschaft hier bildet, wo ihr das hier auch teilen könnt. Und das ist einfach unglaublich. Also danke, dass du deine Geschichte hier hinter diesen Namen teilst und wir das lesen dürfen und ja auch sehen können, wirklich, was die Malerei bewirkt. Und ja, ich versuche es ja immer zu sagen und ihr antwortet, das ist wunderbar. Also schön, dass du hier bist. Vielen Dank dafür. Danke für dein Like, für dein Abo. Ja, und jetzt genieße einen schönen Herbstsonntag und hol dir die Sonne auf die Leinwand. Genau. Also mach's gut. Tschüss.